So, hier sind wir an der Bassdrum. Klassiker Shure Beta 52 und eine Subkick dran. Auch aus folgendem Grund: Ich weiß, dass dieser Song, da wird die Bassdrum tiefer klingen, also tiefere Frequenzen haben als der Bass. Der Bass spielt ein bisschen höher und untenrum soll es pumpen. So, und deswegen, das Shure Beta 52 hat von Natur aus auch einen sehr satten, tiefen Sound, nimmt sehr viele Subfrequenzen auf, aber auch die Mitten und die hohen Frequenzen. Also diese ganz hohen wollen wir nicht haben, aber schon, dass man den Beater halt hört. So, die Subkick hier, die habe ich selbst gebaut. Das ist jetzt aus irgendeinem No-Name-Lautsprecher. Da kann man irgendeinen Lautsprecher vom HiFi-Speaker nehmen, alles Mögliche. Ideal ist natürlich, wenn man direkt einen Subwoofer-Speaker nimmt, weil dafür ist es eigentlich gemacht. Es gibt ja auch diese Yamaha Subkick. Da ist aber eigentlich nur ein NS10-Lautsprecher drin, also von der Yamaha NS10. Ne? Und das ist eigentlich ein HiFi-Speaker, der eigentlich mittig eher ist. Deswegen macht es auch Sinn, normalerweise einen Sub-Lautsprecher zu nehmen. Lautsprecher sollte nur nicht zu groß sein, weil dann könnt ihr euch die Boxen kaputt machen, weil da kommt so viel Energie, dass am Lautsprecher dann, wenn man nicht größere Boxen hat als das, was man hier dranhängt, dann können die durchaus kaputt gehen. Prinzip ist klar, es funktioniert einfach wie ein umgekehrtes Mikrofon. Ein Mikrofon ist nichts anderes als eine Membran, die sich bewegt und dann das Signal überträgt. Und das ist das gleiche beim Lautsprecher auch, nur umgekehrt. Ja, da kommt ja der Ton raus. Genauso kann ich es als Mikrofon nutzen. Die Bassdrum ist in sich noch ein bisschen abgedämpft, also es liegt eine Decke drin oder ich glaube auch mehrere Decken, damit es schön kurz ist und voluminös, und das wollen wir eigentlich bei der Rocknummer genau haben. Ja, dann gehen wir weiter zur Snare. Hier sind wir an der Snare angekommen und einfacher geht's nicht. Es ist ganz klassisch SM57, oben und unten. SM57, aber eine Besonderheit, und zwar habe ich hier den Transformer ausgebaut. Dann hat man einfach nochmal, das Mikrofon kann nochmal um einiges mehr, wenn der Transformer raus ist. Man hat mehr Tiefen drin und einen Ticken mehr Höhen auch drin. Und vor allen Dingen kommt mehr von dem Boden von der Snare halt raus. Und deswegen ohne Transformer. Ganz wichtig ist aber 48 Volt, Phantomspannung muss dann aus sein, weil wenn die an ist, dann brutzelt einem das Mikrofon kaputt, weil kein Transformer mehr drin ist und es geht direkt durch und dann war es das mit dem Mikro. Unten ist ganz normales SM57, weil das Bottom-Signal ist eigentlich eher ja, nicht das geilste Signal, sage ich jetzt mal. Das ist immer mehr, dieser Teppich, der ist halt manchmal ein bisschen zu spitz und es ergänzt sich ganz gut. Phase muss natürlich umgedreht werden, ist klar. Mikrofon, eins von oben, eins von unten. Muss man unten die Phase umdrehen, damit es wieder gleich ist, sonst löscht sich aus und dann klingt es halt dünn. Ja, dann haben wir hier noch so ein Taste Mic. Das ist auch ein No-Name modifiziertes Kleinmembran-Kondenser-Mikrofon, wo ein bisschen noch mehr die Höhen aufnimmt, die jetzt ein dynamisches Mikrofon nicht hinkriegt. Das heißt, ein bisschen mehr Details kann man sagen. Mal gucken, ob ich es dann im Endeffekt nehme. Das werden wir dann hören, wenn ich das reinmische. Dann haben wir noch hier neben, das sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz gut, aber werden wir später auch noch sehen, das ist wieder ein Speaker, wieder ein HiFi-Speaker, den ich neben der Snare, neben dem Kessel habe. Folgenden Grund: Ihr kennt es vielleicht, wenn ein Drummer spielt, ihr kommt in den Raum rein und der Drummer spielt voll und man hört einfach den Snare-Sound so richtig, diesen, ja, so einen mittigen Sound von der Snare, den Bauch von der Snare, kommt einfach voll rüber. So, und dann geht ihr das Signal aufnehmen, ja, nimmt mit einem SM57 auf und dann klingt das Signal dünn. Also die Snare ist da, aber es ist irgendwie nur obenrum ein bisschen dünn. Tak, 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 tak. Aber dieser ganze Boden fehlt. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ich drehe das mit dem EQ rein und drehe unten Bass rein und unteren Mittenbusy rein und dann ist das schon so. Aber nee, was nicht da ist, kann ich nicht reindrehen. Das ist zwar irgendwie wie gefaked, als würde ich das da reindrehen, aber es ist nicht wirklich so. Und den hole ich mir wieder mit diesem Speaker rein, weil das, was der Speaker aufnimmt an tiefen Frequenzen, die kriegst du einfach nicht mit einem SM57 rein. Die kriegst du auch mit einem anderen Mikrofon nicht rein, weil das kann einfach nicht so tief die Frequenzen wiedergeben. Diesen Mittensound, der fehlt einfach komplett.
Und deswegen einfach nochmal hier den Speaker dazu. Und den kann man dann auch dazu schieben, das werdet ihr dann merken. Sehr schön klingt es auch, wenn man dann einen Hallraum drauf macht auf die Snare, damit man dieses klassische, diesen Nachhall von der Snare hört. Das kriegt man sehr gut mit diesem Mic. Wenn man da Hall drauf macht, hört man direkt diesen coolen Snare-Sound. Die Snare kann man dann auch noch bedämpfen, wenn sie ein bisschen zu lang ist, zu lang klingt, kann man das noch ein bisschen einstellen. Und hier auch wieder diese Klebebänder. Da gibt es so eine Technik mit so einer kleinen Schlaufe. Macht man so eine kleine Schlaufe rein und das dämpft dann ganz gut ab. Und dann kann man sich das genau einstellen, wie man es haben will. Okay, dann kommen wir noch zu den Tom-Mics. Ist auch schnell erledigt, weil, wer kennt es nicht, 421, MD 421, Sennheiser, absoluter Klassiker an allen Toms. Ich habe vieles probiert, muss ich sagen, vieles ausprobiert. Bei einer Rockproduktion muss ich immer dazu sagen, weil es ist ja immer ein bisschen anders. Bei einer Rockproduktion ist es einfach so, da ist dieser Sound von diesem Mikrofon einfach genau richtig. Also du hast diese Mitten nicht zu hoch, also nicht zu viel Details, sage ich mal, weil ihr müsst bedenken, später die Becken, die spielen ja in dem Mix in den oberen Frequenzen. Und da spielen ja ein paar Instrumente, die sich oberhalb abspielen, auch die Stimme auch, ne? Und da will man die Toms gar nicht so High-End-mäßig in dem Mix auch noch drin haben, ja, bei einer Rockproduktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jazz-Produktion habe oder eine Pop-Produktion, wo jetzt die Toms so ganz edel klingen müssen und da würde ich sogar Kondensatoren hier draufsetzen, auch sowas wie C414. Die würde ich dann hier drüber machen, weil dann hat man einfach nochmal diese Details etwas mehr und die klingt ein bisschen edler. Aber hier ist genau das MD 421 perfekt. Und wie gesagt, dynamische Mikrofone sowieso immer bei Signalen, die Attack haben, die Punch haben. Da kann das dynamische Mikrofon sowieso immer mit besser umgehen als ein Kondensator. Position habe ich eigentlich immer hier auf die Schlagposition. Es gibt auch so einen kleinen Trick, den habe ich auch mal in einem anderen Video gesehen. Weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Kollege heißt, sonst hätte ich ihn hier auch nochmal empfohlen. Auf jeden Fall kann man hier vor das Mikrofon quasi die Hand draufhalten, vor das MD 421, so die Hand drauf. Und man hat ja hier so ein paar Härchen auf der Hand. Dann kann man diesen Punkt suchen, wo sich die Härchen am meisten bewegen, also wo das so vibriert, während der Drummer draufhaut. Und dieser Punkt, wo dann die Härchen vibrieren, ist genau die Stelle, wo man am besten die Tom dann abnimmt, wo am meisten Punch rüberkommt. Gehen wir weiter zu der Hi-Hat und zum Ride-Becken, weil die muss man nicht, kann man aber extra abnehmen, wenn man die nochmal ein bisschen akzentuieren will an bestimmten Stellen und so weiter. Man muss es aber nicht unbedingt, kann auch die Overheads nehmen, je nachdem. In dem Fall nehmen wir die mit, und zwar gibt es eine Variante, die ich jetzt endlich mal ausprobieren kann, und zwar ist es eine Variante von Chris Lord-Alge. Das sind die Point Mics für Hi-Hat und Ride. Man kennt es ja klassisch, man setzt das Mikrofon oben drüber, direkt auf Hi-Hat und Ride oben drauf und kann das im Mix dann nochmal dazu schieben, falls es ein bisschen untergeht im Chorus oder so, wenn alles spielt. Kennt man ja. Ich habe jetzt hier eine Variante, da haben wir Ride und Hi-Hat Mic kommt von außen und aimt quasi, also zielt auf die Snare. Das heißt, ich möchte gar nicht so direkt die Hi-Hat drauf haben. Ich möchte eigentlich genau dasselbe wie bei den Overheads. Ich möchte wieder die Snare mit auf diesem Signal drauf haben. Und zwar auch wieder in der Mitte. Und mix den dann am Ende, wenn ich natürlich die Ride rechts und die Hi-Hat links lege und mische das dann dazu, kommt die Snare auch wieder mit und verstärkt wieder das normale Hauptsnare-Signal. Und trotzdem habe ich die Hi-Hat und Ride drauf. So ist der Gedanke dahinter, und generell ist es eigentlich immer gut, ist auch eine Variante von Chris Lord-Alge, der macht es sehr oft, dass er aus den ganzen anderen Mics die Snare immer mitnimmt und nicht so viel Signale abschneidet. Das heißt, es gibt ja Leute, die machen überall einen Low-Cut drauf, auf alles Low-Cut und Tiefen abschneiden. Warum? Also es ist ja noch eine Snare-Drum da, die hat auch noch Tiefen drin, und warum soll ich das abcutten? Mikrofon ist wieder ein Shure KSM 137.
Also Kleinmembrankondenser, super geiles Mikrofon. Kann ich echt nur empfehlen, weil das spielt in der Liga Neumann KM 184. Diese Liga vielleicht, ich finde es noch einen Ticken geiler, muss ich sagen. Das ist halt, ja, die Neumann-Freaks werden jetzt sagen, um Gottes Willen, aber ist so, ist Geschmackssache. Ich finde die richtig geil und genau für den Zweck hier richtig. Okay, dann zu dem Mic hier hinten. Das ist ein U87-Klon, ein SA87 und das ist das einzigste Mic, was ich gefunden habe, was exakt, also sagen wir fast exakt wie das Original U87 von Neumann klingt. Also so einen geilen Nachbau. Ich habe mir natürlich die U87, haben wir uns geliehen und viele Mics verglichen und von den Nachbauten und dann hat dieses Mic ganz klar gewonnen. Also da ist es kaum zu unterscheiden vom U87, Vintage U87, muss man dazu sagen. Und ist aber völlig egal, was man hier für ein Mic nimmt. Ich nehme es hier als Trash-Mic. Das heißt, ihr könnt jedes andere Vocal-Mic benutzen. Das kann irgendein Mic sein, das ist auch nicht immer wichtig. Ich will das einfach nur als Trash-Mic haben, dass ich hier nochmal Mono das ganze Set irgendwie drauf ab hinter den Drummer und dann werden wir das durch einen Kompressor jagen und ein bisschen crashiger klingen lassen. Oder wir benutzen es gar nicht, kann auch noch sein, weil es funktioniert nicht immer. Manchmal klappt es nicht, da klingt es irgendwie komisch und passt nicht rein und dann lassen wir es einfach weg. Ja, das war das dazu. Und jetzt gehen wir mal an die Room Mics zum nächsten Spot.